Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video lernst du den Unterschied zwischen den Präpositionen aus und von auf die Frage, woher du kommst, kennen. Bitte denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen, die dir vielleicht beim Lernen helfen. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! Die gute Nachricht zuerst. Auf die Frage, woher du kommst, kannst du nur mit den Präpositionen aus und von antworten. Und der Unterschied ist sehr leicht zu merken. Sehen wir uns doch einmal die Skizze an. Aus verwendest du immer dann, wenn du aus einem Ort oder aus einem Raum kommst. Zum Beispiel, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus der Schule. Die Präposition von verwendest du immer dann, wenn du dich von einem Punkt wegbewegst oder wegbewegt hast. Ein Beispiel: Ich nehme das Handy vom Tisch. Eine schlechte Nachricht habe ich vielleicht doch für dich. Die Präpositionen aus und von verlangen immer den Dativ. Das heißt, du musst unbedingt die bestimmten Artikel im Dativ lernen. Die Präposition von verschmilzt nämlich mit den Artikel dem für männliche und sächliche Substantive zu dem Wort vom. Ich habe noch einen tollen Tipp für dich. Auf die Frage, wo du bist, kannst du unter anderem mit den Präpositionen in, bei, an und auf antworten. Antwortest du auf die Frage, wo du bist, mit der Präposition in, musst du auf die Frage, woher, mit der Präposition aus antworten. Antwortest du auf die Frage, wo du bist, mit den Präpositionen bei, auf und an, musst du auf die Frage, woher, immer die Präposition von benutzen. Und genau das sehen wir uns jetzt einmal an. Sehen wir uns das erste Beispiel näher an und beginnen mit dem Fragewort wo. Wo bist du? Ich bin bei Lisa. Bei ist eine Präposition, die immer den Dativ verlangt und die du dann verwendest, wenn zwei Dinge oder Personen zusammen oder in der Nähe sind. Wenn du jetzt sagen möchtest, woher du kommst, sagst du, ich komme von Lisa. Das zweite Beispiel: Ich bin beim Arzt. Auch hier verschmilzt die Präposition bei mit dem Artikel dem zu dem Wort beim. Die Antwort auf die Frage, woher du kommst: Ich komme vom Arzt. Sehen wir uns das nächste Beispiel an und beginnen wieder mit dem Fragewort wo. Die Katze ist auf dem Dach. Wo ist die Katze? Auf dem Dach. Das heißt, wir müssen auf die Frage, woher die Katze kommt, mit der Präposition von antworten. Da aber Dach sächlich ist, verlangt es im Dativ den Artikel dem und wir antworten mit dem Wort vom. Die Katze springt vom Dach oder die Katze klettert vom Dach, die Katze kommt vom Dach. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Auf zum nächsten Beispiel. Beginnen wir wieder mit dem Fragewort wo. Du siehst ein Bild und du siehst eine Wand. Was macht das Bild? Es hängt. Wo hängt es? An der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Erinnere dich, bei der Präposition an auf die Frage wo antwortest du mit der Präposition von auf die Frage woher.
Also zum Beispiel, ich nehme das Bild von der Wand. Eigentlich ganz einfach. Das nächste Beispiel ist sehr einfach. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Die Überprüfung mit der Frage wo bist du? Ich bin in Spanien. Und unser letztes Beispiel kannst du bestimmt schon allein lösen, oder? Wo sind die Bananen? Die Bananen sind im Kühlschrank. Kühlschrank ist ein männliches Substantiv, das im Dativ den Artikel dem verlangt. Die Präposition in und der Artikel dem verschmelzen zu dem Wort im. Auf die Frage, woher die Bananen sind, musst du auf jeden Fall die Präposition aus verwenden. Zum Beispiel, ich hole die Bananen aus dem Kühlschrank. Sehr gut. Du kannst jetzt auf die Frage, woher jemand oder etwas kommt, immer richtig antworten. Es gibt zwar ein paar Besonderheiten, die du aber sehr schnell lernen wirst. 2 davon finde ich so interessant, dass ich sie dir kurz zeigen möchte. Sehen wir uns einmal den ersten Satz an. Ich komme vom Supermarkt. Bei diesem Satz höre ich vielleicht nicht eindeutig, ob du auch im Supermarkt gewesen bist, also ob du auch eingekauft hast. Bei dem zweiten Satz ist es ein bisschen ähnlich. Ich komme vom Einkaufen. Du siehst hier ein substantiviertes Verb. Substantivierte Verben sind immer sächlich, verlangen also den Artikel dem im Dativ und die Präposition von und der Artikel dem verschmelzen. Ich höre aber nicht, wo du einkaufen warst. Und das funktioniert für sehr viele Verben. Ich komme vom Trainieren, ich komme vom Kochen, ich komme vom Spielen, ich komme vom Tanzen. Und wenn du eine Frage hast, schreibe sie mir einfach in die Kommentare. Wenn du mir ein Abo und ein Like dalässt, freue ich mich besonders. Noch mehr freue ich mich aber, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben.